Mitten in Zürich. Hier richtet sich gerade das Jungunternehmen Modum ein. Die alten Büroräume sind für das wachsende Start-up zu klein geworden. Die Erfindung der Firma? Ein Sensor, der den Medikamententransport sicherer und leichter nachverfolgbar machen soll. Und so funktioniert's. Da kommt der Sensor ins Paket und wird dann während dem Versand werden Temperatur, Beschleunigung, Licht und Feuchtigkeit gemessen und dann die Daten unveränderbar in der Blockchain gespeichert und Sender wie auch Empfänger zur Verfügung gestellt. Blockchain, das heißt, die Daten des Sensors werden nicht zentral organisiert, sondern auf Tausenden von Computern verteilt, die laufend synchronisiert werden. Damit sind die Daten digital zugänglich und fälschungssicher. Genau diese Vorteile will auch das Jungunternehmen Modum nutzen. Um die Geschäftsidee zu finanzieren, entschied Modum, sich über eine Kryptowährung anstatt über herkömmliches Kapital zu finanzieren, also ein sogenanntes Initial Coin Offering, kurz ICO, durchzuführen. Das tun immer mehr Start-ups, die die Blockchain-Technologie nutzen. Im normalen Jungunternehmertum macht man mehrere Finanzierungsrunden nacheinander. Und dann tut man eigentlich 50% vom Management die ganze Zeit fokussieren auf eine Finanzierung. Mit einem ICO bekommt man so viel Geld auf der einen Seite, also wenn er klappt, dass man sich vollständig auf den Kunden und den Markt fokussieren kann und so eigentlich viel schneller den Wettbewerbsvorteil, den man ausspielen kann, realisieren kann. Modum hat mehr als 13 Millionen Dollar über das ICO gesammelt, also weit mehr als normalerweise möglich. Bei einem ICO veröffentlicht ein Unternehmen im Internet seine Geschäftsidee. Investoren überweisen Geld, nicht Franken, sondern sogenannte Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether. Im Gegenzug erhalten die Investoren eine andere, von der Firma geschaffene Kryptowährung. Diese kann etwa als Zahlungsmittel für Produkte der Firma dienen oder als Anteil. Dann sind die Investoren ähnlich einer Aktie am Unternehmen beteiligt. Die Jungfirmen wiederum verkaufen die erhaltenen Bitcoins und erhalten dafür herkömmliches Geld, mit dem sie ihr Geschäft vorantreiben können. Immer mehr Jungfirmen, die die Blockchain-Technologie nutzen, sammeln über diese einfachere Finanzierungsmöglichkeit Kapital. Die Schweiz, insbesondere Zug, ist dabei ein Magnet geworden. Knapp die Hälfte der 10 weltgrößten ICOs fanden hier statt. Hochschuldozent Rino Borini überrascht der weltweite ICO-Boom nicht. Auf der einen Seite hat sich die ganze Technologie Blockchain massiv weiterentwickelt und es kommen so die ersten Produkte in den Markt rein. Bis jetzt ist vieles auf Papier in Anführungszeichen gewesen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch sehr viel Geld entstanden durch die ganzen Kurssteigerungen in den Kryptowährungen. Und das Geld muss auf der einen Seite wieder investiert werden. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch Anleger, die den ganzen Boom verpasst haben und jetzt eben auch einsteigen. Dieser Hype lockt auch Geldwäscher und Betrüger an. So gibt es fragwürdige Beispiele von Jungunternehmen, die Millionen gesammelt haben, deren Geschäftsidee aber nicht vorangetrieben wird. Für die Anleger droht der Totalverlust. Ein riskantes Investment also, das bisher weitgehend unreguliert sei. Es gibt Länder wie China, Südkorea, die sind einfach mal per se verboten. Und dann haben wir andere Länder wie USA, aber auch die Schweiz, die sagen, wir beobachten das ganz genau. Der Regulator, egal ob in der Schweiz oder auf der Welt, sind gefordert, sich dem ICO-Thema anzunehmen und klare Richtlinien zu definieren. Der Schweizer Gesetzgeber möchte ICOs nicht unterbinden. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, eine der zuständigen Behörden, schreibt jedoch auf Anfrage: Die FINMA tut im Bereich neuer Technologien konsequent, was auch sonst ihre Aufgabe ist. Wenn sie Hinweise hat, dass gegen die Finanzmarktgesetze verstoßen wird, geht sie diesen nach und zieht, wo nötig, die Gesellschaften aus dem Verkehr. Außerdem konkretisiert die FINMA derzeit ihre Praxis bezüglich ICOs. Bei Modum ist man sich des Wildwest-Charakters der ICOs bewusst. So betont das Unternehmen, es habe seine Investoren und die Herkunft der Gelder von Spezialisten überprüfen lassen und teils Interessenten abgelehnt.